Hallo, Herr Dr. Kick. Ich freue mich, dass wir uns heute nochmal treffen für das Projekt UNINLECO. Und wir arbeiten ja schon länger zusammen in den Medienprojekten und im Rahmen von UNINLECO durften wir auch nochmal zusammenarbeiten. Da ging es für uns als Organisation natürlich auch darum, mehr Wissen und Kompetenzen aufzubauen, was Barrierefreiheit angeht, weil da Ihre Organisation auch einen großen Beitrag dazu leisten kann. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was die KJF-Werkstätten machen und wie es zu dem Medienprojekt kam. Ja, also die KJF-Werkstätten sind eine gemeinnützige GmbH und sie betreiben insgesamt 5 Werkstätten für Menschen mit Behinderung in der Diözese Regensburg. Also das deckt sich weitgehend mit den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz. Die älteste Werkstätte und auch die größte ist in Straubing. Dann gibt es noch Werkstätten in Eckenfelden, in Mitterfels, Mhm. dann bei uns hier in Mitterteich, und die jüngste Werkstätte ist in Regensburg, wo sich auch die Verwaltung befindet. Und das ist eine Spezialwerkstätte für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die übrigen sind klassische Werkstätten für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es gibt insgesamt 1500 Mitarbeiter, glaube ich, so in allen diesen 5 Standorten. Und also wie gesagt, die älteste Werkstätte ist die Straubinger seit 50 Jahren. Uns gibt es hier in Mitterteich seit 30 Jahren. Wir haben die klassischen Bereiche der Werkstätte. Das heißt, überall gibt es relativ große Abteilungen, in denen Montagearbeiten durchgeführt werden oder Verpackungsarbeiten. Es gibt Abteilungen für Metallbearbeitung, teilweise auch für Holzbearbeitung. Es gibt Wäschereien, Großküchen, Hauswirtschaft. Mhm. Ja. Und in den letzten Jahren spielt natürlich das Thema Öffentlichkeitsarbeit immer eine größere Rolle und damit natürlich auch das Thema ähm, Medien, digitale Medien, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen arbeiten wir natürlich auch immer mehr in der Werkstätte mit Medien, und zum anderen zeigen wir unsere Arbeit eben auch über Medien. Also ein Grund für den Einstieg in dieses Projekt war generell die Ausweitung unserer Öffentlichkeitsarbeit. Beispielsweise, dass wir also vor wenigen Jahren erst mit einem Facebook-Auftritt begonnen haben. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich ein großes Thema die berufliche Bildung, die Schulung von unseren Mitarbeitern, und das verzahnt sich miteinander. In der Öffentlichkeitsarbeit möchten wir darstellen, dass wir, ja, also wir möchten weg von dem Image der Werkstätte als eine Beschäftigungseinrichtung, sondern wir möchten Mhm. zeigen, dass wir ein Ort der beruflichen Bildung sind, des inklusiven Arbeitens, ein Ort, der für Menschen mit Behinderung relativ qualifizierte und anspruchsvolle Arbeitsplätze in der Werkstätte bietet, aber natürlich auch den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fördert und das intensiviert. Und diese Verzahnung, das heißt also die Darstellung unserer Arbeit über Video, über Medien, über Mhm. das Internet und so weiter nach draußen, und gleichzeitig der Einsatz von diesen Medien in der Werkstätte, das war letztendlich der Anlass, in dieses Projekt mit einzusteigen. Und unser Ziel war dabei, einmal natürlich den Medieneinsatz zu erweitern, zu verstärken, aber dabei auch den inklusiven Gedanken in den Vordergrund zu rücken. Das heißt also, wir wollten von vornherein bei diesem Medieneinsatz die Teilhabe und Teilnahme aller Mitarbeiter, also auch der Mitarbeiter mit Behinderung, in den Vordergrund stellen. Wir wollten alle, jetzt auch die Mitarbeiter ohne Behinderung, nicht nur Konsumenten sein, sondern eben selber in die Medienproduktion einsteigen. Und da gibt es ein allgemeines Ziel, und das ist einfach die Medienkompetenz aller Mitarbeiter zu stärken. Also den Umgang mit Medien vertrauter zu machen, zu wissen, wie werden Medien produziert, was können Medien und was tragen sie zu unserer Arbeit bei. Mhm. Ja, spannend.
Also es gibt ja mittlerweile auch ein relativ großes Team für dieses Medienprojekt, wo sich verschiedene Bildungsberaterinnen ja auch standortübergreifend regelmäßig treffen. Also welche Medien sind da bisher denn so auch entstanden? Ja, also ich habe also den Hintergrund gerade geschildert. Der konkrete Anlass war dann, dass wir GmbH-weit eines unserer Jahresziele war die Produktion eines Imagefilms. Und dazu, diese Produktion haben wir verortet in der beruflichen Bildung. Also wir dachten, es wäre also gut, die berufliche Bildung, das sind also die ersten 2 Jahre, die unsere Mitarbeiter durchlaufen, wenn sie zu uns in die Werkstätte kommen, um dort einmal dieses Video zu produzieren, aber auch verstärkt eben die berufliche Bildung in diesem Medium darzustellen. Also wir haben uns ja lange überlegt, welche Zielrichtung, an wen wir uns mit diesem Image-Video richten. Und das ist in den Werkstätten, gibt es immer 3 Ziele. Einmal ist es natürlich die allgemeine Öffentlichkeit, an die wir uns wenden. Zum anderen sind es unsere Kunden, das heißt also Unternehmen, die uns beauftragen mit irgendwelchen Arbeiten. Und zum Dritten, aber eigentlich in erster Linie, unsere Mitarbeiter oder unsere potenziellen Mitarbeiter. Und die Zielrichtung, die wir mit diesem Image-Video eingeschlagen haben, waren die potenziellen Mitarbeiter. Also Menschen mit Behinderung, die noch nicht in der Werkstätte sind, aber aus Gründen halt ja, ihrer Behinderung überlegen, sich die Werkstätte anzusehen. Auch deren Betreuer oder Eltern war die Zielrichtung. Und nicht nur so im Vorfeld, also das soll jetzt nicht eine Werbekampagne sozusagen sein, sondern wir wollten damit ganz einfach das Leben das Arbeiten in der Werkstätte transparenter machen und auch also in der Sprache, sowohl in der gesprochenen Sprache als auch in der Bildsprache, in der Art und Weise, wie wir es rüberbringen, so dass es von den Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen verstanden wird, dass wir es auch einsetzen können in den ersten Monaten oder Wochen, wo jemand in der Werkstätte ist, um einfach die Werkstätte kennenzulernen. Und ja, dieses Video ist mittlerweile entstanden, es wird eingesetzt, genau zu dem Zweck, und erfreut sich großer Beliebtheit. Ja, ich fand es sehr spannend, das Projekt mitzubegleiten, weil es ja auch bei dem Imagevideo darum nicht ging, die Menschen einfach nur zu filmen oder über die Menschen, die dort arbeiten, ein Video zu drehen, sondern die Konzeption ist ja auch gemeinsam mit den Mitarbeitenden entstanden. Ja, ja. Und Sie sind selber auch involviert worden in ja, der Medienproduktion, also nicht nur in der Konzeption, sondern auch in der Medienproduktion und sogar in der Postproduktion, indem das die Mitarbeitenden zum Beispiel auch die Audios eingesprochen haben. Also da auch das Thema der Teilhabe, digitale Teilhabe, Medienkompetenzentwicklung, das finde ich, das hat man an dem Projekt einfach auch gesehen, dass es eben darum geht, Kompetenzen auszubilden und nicht einfach nur reine Medienproduktion zu betreiben. Mhm. Genau, und da ist mir in dem Projekt eben auch bewusst worden, dass das wirklich auch mit allen Menschen funktionieren kann und wie wichtig das ist, Menschen diese Möglichkeiten auch zu geben und sie damit zu involvieren, um eben auch Medienkompetenzen auszubilden, weil das dann eben langfristig auch Vorteile haben kann. Und ich glaube, ein Vorteil ist es vielleicht auch, wie ja die Projekte jetzt auch weitergehen sollen, dass man stärker auch Medien produziert, die eben ja, die zur Einarbeitung dienen oder eben ja, Anleitungen ersetzen sollen in der visuellen Darstellungsweise. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es weitergeht. Ja, also dieses Image-Video war sozusagen ja eine Art Fingerübung, wenn man so will, mit dem Ziel natürlich sich einfach also zunächst mal einfach die technischen Kompetenzen ins Haus zu holen, bis hin zu also wir haben Kameras eingekauft, wir haben Mikrofone eingekauft, wir haben uns eine Schnittsoftware besorgt und mit ihrer Unterstützung auch gelernt, alle diese Gerätschaften zu bedienen und die Software zu bedienen. Aber
Darüber hinaus hat es, und das ist etwas, was mich sehr freut, einfach ja, die Begeisterung für die Medienproduktion geweckt, beim Personal wie bei den Mitarbeitern mit Behinderung. Und also es hat genau schon dieses Ziel erreicht, aus der passiven Haltung herauszukommen und aktiv Medien zu erstellen. Und so soll es jetzt auch weitergehen. Also als konkretes nächstes Projekt möchten wir eben ein Lehr- oder Lernvideo erstellen. Das ist etwas, was schon läuft. Also da werden teilweise schon die Storyboards geschrieben. Es wird vielleicht auch schon das eine oder andere gefilmt, aber wir werden es schwerpunktmäßig dann im nächsten Jahr machen, wo wiederum Situationen, Arbeitssituationen, vor allem im Berufsbildungsbereich, in den Mittelpunkt gerückt werden. Es wird wieder so sein, dass ein Team aus dem Berufsbildungsbereich an jedem Standort jeweils sich ein Thema aussucht. Wir haben auch schon so eine grobe Abstimmung gemacht, welches Thema es sein wird. Und da geht es also jetzt schon wirklich darum, nicht nur ja, ein schönes Video zu produzieren, sondern ganz konkret Videos zu produzieren, die wir eben in der beruflichen Bildung einsetzen können. Und der große Vorteil oder der große Nutzen, den wir darin sehen, es gibt diese Videos natürlich auch sozusagen schon von anderen, von externen, man kann sie einkaufen oder wir haben sie auch im Haus. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass wir auf konkrete Situationen in unseren Werkstätten besser eingehen können. Und zum anderen einfach, dass wir dieses Bewusstsein, dass wir miteinander diese Medien produzieren, dass wir, indem wir etwas lernen, etwas arbeiten und es filmen, sozusagen eine zweite Ebene einziehen, wo wir über unser Lernen und über unser Arbeiten uns auch bewusst werden. Und zwar für alle Menschen, also für wirklich wieder der inklusive Gedanke. Und ja, darüber hinaus ist es natürlich so, dass mit dem Video einfach Barrieren abgebaut werden. Also in mehrfacher Hinsicht. Die meisten unserer Mitarbeiter mit Behinderung, auch diejenigen, die jetzt nicht lesen oder schreiben können, nutzen mittlerweile Smartphones, nutzen digitale Endgeräte, wie es so schön heißt, und sie sind damit vertraut. Und eigentlich muss man sagen, zieht man da nur etwas im Arbeitsleben nach, was sozusagen im Freizeitbereich schon gang und gäbe ist. Und denn, das ist klar, mit dem Video, das hat den Vorteil gegenüber geschriebener Sprache und auch gesprochener Sprache, dass es leichter zu verstehen ist. Es ist barrierearmer ärmer als auch ein Text in leichter Sprache. Und ich denke, in Zukunft kommt vielleicht noch hinzu, dass diese Videos, die Geräte nicht nur Inhalte weitergeben, sondern dass sie eben auch ja, aktiv sind. Also es gibt also die Überlegung, dass wir eben eigene Informationssysteme in den Werkstätten einrichten, also über Touchpanels, wo man Inhalte abrufen kann. Ja, das sind so die Zukunftspläne. Im Übrigen ist es so, also unsere Mitarbeiter arbeiten ja mit Geräten, in denen schon jetzt über Touchscreens, über Videoanimationen und so weiter kommuniziert wird, die Geräte damit gesteuert werden, ob das jetzt eine CNC-Maschine ist oder ob das die Zählwaage ist in der Verpackungsabteilung. Und selbst Kochkessel in der Küche haben mittlerweile ein Touchboard, wo man erkennen kann, wie die Rezepturen ablaufen, wie die Temperatur gesteuert wird und so weiter. Und das zeigt einfach, dass generell ja, Medien, die mit Bild, bewegten Bildern, Sprache und interaktiv funktionieren, in der Arbeitswelt verbreitet sind
auch bei uns verbreitet sind und letztendlich uns auch entgegenkommen, weil diese Form der Mensch-Maschine-Schnittstelle barriereärmer ist als die übliche, wo ich halt irgendwo den Text einer Taste lesen muss oder sonst irgendetwas eingeben muss. Mhm. Das ist der große Vorteil und das ist das, was wir uns daraus erhoffen, dass unsere Mitarbeiter, alle Mitarbeiter, mit diesen Medien vertrauter sind, selbstbewusster damit umgehen können. Mhm. Und das ist etwas, was schon jetzt dieses Image-Video gezeigt hat. Alle, die daran teilhaben, die das erarbeitet haben, die sind stolz über das Ganze. Die freuen sich daran, aber sie sind auch stolz darüber, das geleistet zu haben. Und ja, das ist vielleicht nicht gerade der geringste Wert, der daraus entsprungen ist aus dem ganzen Projekt. Ja, spannend. Was mir auch so gut gefällt, ist, dass man, wenn man das jetzt auch für Einarbeitungs- oder arbeitsplatznahe Prozesse verwendet, dass das auch die Selbstwirksamkeit ja stärken kann, weil sich die Mitarbeitenden dann selber auch helfen können, wenn sie irgendwie eine Maschine warten müssen oder so. Und Mhm. das finde ich daran auch interessant, wenn man das stärker ausbaut. Das kenne ich einfach von der Industrie, diese Überlegungen. Und so ist das auch, wie ich das jetzt bisher wahrgenommen habe bei unserem weiteren Projekt bei Unileco, wo es jetzt eben auch darum ging, diese mal Beispiele zu finden für arbeitsplatznahe Prozesse, wie man die auch mit Medien quasi darstellen kann. Genau, und da bin ich gespannt insgesamt, wie es weitergeht. Also ich glaube, da ist insgesamt sehr viel Potenzial und auch nach dem Unileco-Projekt wird es ja weitergehen, weil die KJF-Werkstätten ja auch jetzt in einem Erasmus-Projekt selbst mit eingebunden sind als Mhm. Vollpartner. Und da freuen wir uns schon sehr, wenn wir da wieder miteinander zu tun haben. Also vielen Dank, Herr Dr. Kick, für die Beantwortung der Fragen und für die tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank meinerseits und wir freuen uns jetzt auch auf die neue Projektphase. Ich meine, die Mitarbeit in dem Projekt hat natürlich über den konkreten Projektinhalt einfach auch den Vorteil, dass wir aus den Werkstätten rausgehen, jetzt dann Mhm. auch aus Deutschland rausgehen und ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Gewinn für uns. Deswegen also vielen Dank auch an Sie.